Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Battlefield 2042 Video, beziehungsweise heute mal zu einer News-Folge, ich würde mal sagen, einem kleinen neuen Format auf diesem Channel. Das Ganze hat natürlich ein paar Gründe und zwar bin ich derzeit leider extrem eingespannt, also kann ich auch nicht zu jeder kleinen Mini-News etwas droppen und ich finde es sowieso ganz entspannt, wenn man das einfach mal so wochenbasiert, die News zu einem bestimmten Game oder zu weiteren Games zusammenfasst. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Es geht natürlich um Battlefield 2042. Wir werden heute behandeln Hazard Zone, der Modus, der toter als tot ist und vermutlich nie wieder auferstehen kann. Trotzdem gehen wir da einmal drüber. DICE bringt Rush wieder zurück, das werden wir besprechen. Die aktuellen wöchentlichen Missionen für Memefield und natürlich noch weitere Themen, wie zum Beispiel die Performance von Battlefield 2042 ist so schlecht, dass sich jetzt sogar schon die ersten Cheat-Unternehmen oder Cheat-Seller verabschieden und natürlich, wie geht's denn jetzt weiter? Gibt's mal eine Roadmap? Gibt's mal irgendwas in Richtung Community, Information, etc.? All das im heutigen Video. Also, ich hoffe, euch taugt's und ihr bleibt wie immer mit am Start. Beginnen wollen wir also erstmal mit Hazard Zone. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch an mein Video nach der Ankündigung erinnern, dass Hazard Zone kein Battle Royale wird und vor allem, dass es nicht Free-to-Play werden wird. Und auch damals habe ich ganz schön Gegenwind bekommen und wie kann ich sowas behaupten und das stimmt nicht und jeder wird den Modus lieben und ich habe ungern recht und darum soll es auch gar nicht gehen, aber es ist einfach so, dass nicht nur die Spielerzahlen von Battlefield 2042 absolut im Keller sind, sondern insbesondere von Hazard Zone eben auch. Unser Insider Tom Henderson hat ja gute Kontakte und laut seinen Informationen trackt DICE und die EA die Zahlen nicht mal mehr, weil sie so unterirdisch sind, was natürlich absolut krank ist, gerade im Kontext, wenn wir uns anschauen, okay, Hazard Zone ist 1/3 des kompletten Spiels Battlefield 2042 und da ist natürlich nicht nur jede Menge Entwicklungsleistung auch in das Game eingeflossen, sondern ja, Zeit, Kapazität, Geld und so weiter, was man vielleicht mal in anderen Dingen hätte eher verwenden können. Aber gut, DICE bzw. auch EA haben ja eins schon nachweislich bewiesen seit Battlefield 5, dass man auch gerne mal losgeht und etwas entwickelt, was die Community überhaupt nicht will und sich dann halt wundert, warum es nicht funktioniert. Gerade im Kontext zum Firestorm-Modus in Battlefield 5 kann ich das überhaupt nicht verstehen. Also warum wird denn die Community nicht eingebunden und einfach irgendetwas entwickelt, was kein Mensch eben spielt und auch kein Mensch braucht. Meiner Meinung nach eine absolute Verschwendung an Ressourcen und auch irgendwie ein echtes Trauerspiel und auch so ein Stück weit für mich so ein Schlag ins Gesicht der Community. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das Ding ist tot, der Modus ist tot. Trotzdem würde ich sagen, es gäbe schon noch Ansätze, wie man das vielleicht noch reaktivieren könnte. Ich gebe euch mal meine Meinung dazu einfach jetzt einmal. Ihr könnt mir natürlich eure Meinung natürlich auch sehr gerne in die Kommentare packen. Ich muss sagen, die Sprachoption muss auf jeden Fall als allererstes mal rein. Ich meine, wie willst du einen taktischen Extraction-Shooter überhaupt spielen, wenn du dich nicht im Spiel unterhalten kannst, sondern das nur über eine Party machen könntest und dementsprechend musst du die Leute, mit denen du zockst, natürlich auch kennen, aka du kannst nur mit einem festen Squad spielen. Vielleicht will man aber auch mal eine Runde alleine oder mit einem Mate spielen und ja, dann hast du halt nicht immer gleich 4 Leute an der Hand, also brauchst du 2. Wenn aber der Ingame-Chat nicht funktioniert, kannst du dich absprechen. Sinnlos. Zweitens, ich hätte gerne eine separate Map, weil, sind wir doch mal ehrlich, die Battlefield 2042 Map, die sind jetzt sowieso schon nicht so der Reißer. Und wenn wir dann noch auf Kartenausschnitten, natürlich wie Battlefield 2042 typisch ohne Deckung, einen taktischen Shooter spielen wollen, dann ist das halt schon ein bisschen lame. Und wo ist denn da der Ansatz? Dritter und wichtigster Punkt für mich: Macht das Ding free to play, öffnet es für andere Spieler, die ankommen, die dann vielleicht auch Bock aufs Main Game haben. Warum denn nicht? Was spricht dagegen? Es spielt sowieso keiner, macht das Ding doch auf und in der letzten Konsequenz vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, ob es nicht ein Battle Royale Modus sein könnte und eben kein Extraction Shooter. Wie ist eure Meinung dazu? Ab damit und rein in die Kommentare. Nächstes Thema: DICE bringt den Rush-Modus zurück. Und da kann ich nur sagen, warum nicht gleich so? Zumindest eben beim Modus Rush hat DICE zugehört, auch wenn man da ganz ehrlicherweise sagen muss, die Stimmen waren ja so extrem laut, also das hat man schon fast nicht überhören können oder nicht weghören können, auch wenn natürlich das Entwicklerteam und EA das auch schon unter Beweis gestellt haben, dass man da sehr deutlich auch weghören kann. Haben wir vorher schon besprochen. Zumindest gibt es diesmal aber kein Enddatum für den Rush-Modus. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass der auf ewig im Spiel bleiben wird. Zuzüglich oder zusätzlich haben wir auch noch einen
einen neuen Spielmodus bekommen, der nennt sich Run, Stop, Kill, Repeat und ist so eine moderne Form oder Anlehnung an die Reise nach Jerusalem. Keine Ahnung, wer das gebraucht hat. Also ich habe da 1-2 Runden gespielt, da schläft ihr alles ein, also macht mir überhaupt keinen Spaß, keine Ahnung. Vielleicht hat ja einer von euch da Spaß daran gehabt, beziehungsweise es auch mal ausgecheckt. Auch das gerne mich mal wissen lassen. Für mich hat sich das nicht erschlossen, was jetzt so der Vorteil an diesem Modus ist. Und damit kommen wir auch zu den dieswöchentlichen Missionen, genau, so rum. Und zwar gibt es einen wunderbaren Meme-Field-Character. Der eine würde sagen Crocodile Dundee, der andere würde sagen Woody. Vielleicht auch fühlt sich einer an Brokeback Mountain oder so. Ich sag jetzt da nicht so viel dazu. Ich denke, ihr habt das alles gesehen. 3 einfache Aufgaben sind dafür abzuschließen. Die blende ich euch an der Stelle auch nochmal kurz ein. Wobei man jetzt vielleicht auch sagen muss, die Entwickler haben da schon auch ein bisschen zugehört und vielleicht wird der Schwierigkeitsgrad in den wöchentlichen Missionen dann doch etwas angehoben. Warum die so dermaßen einfach sind, ist ganz einfach. Einfach. Es ist für Einsteiger geeignet und soll auch für Einsteiger geeignet sein, dass jeder seinen Skin sich auch sichern kann. Nächstes Thema, ein richtiger Brüller, wobei ich sagen muss, endlich mal was Positives für Battlefield 2042. Und zwar hat sich auch wieder Quelle Tom Henderson, einer der größten Cheat-Seller, bereits vom Battlefield 2042 verabschiedet. Und ja, wie gesagt, da kann man sich nur festhalten am Stuhl, weil sonst fällt man runter. Wenn ein Cheat-Hersteller das Game nicht mehr supporten will oder kann, weil die Performance und die Leistung einfach so unterirdisch schlecht ist, dass die Cheats nicht ordentlich funktionieren und es permanent zu Fehlern kommt. Wie ich schon gesagt habe, ich finde das ja eins der wenigen positiven Dinge für Battlefield 2042, weil ich meine, wer cheatet, der hat sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren und ich habe Cheater nie verstanden, ich werde sie auch nie verstehen, weil wie kann ich in einem virtuellen FPS-Game meine Lebenszeit mit einem gefakten Erfolgserlebnis verschwenden? Kann mir das mal einer erklären? Das macht doch wirklich überhaupt keinen Sinn. Also aus meiner Sicht, dümmer kann man es nicht machen, aber ist jedem seins. Freut mich auf jeden Fall, dass die Cheats nicht funktionieren und dann müssen sie wenigstens in einem nicht gut performenden Spiel selbst performen und nicht durch irgendwelche Fremdsoftware einen auf großen Max machen. Sehr gut. Und damit kommen wir zum abschließenden Thema und das ist das Ding der Kommunikation bzw. der nicht vorhandenen Kommunikation, weil wir warten auf eine Roadmap. Klar, das Spiel ist jetzt wie es ist, die Community ist absolut unglücklich, nur bis dato fehlt jegliche Einsicht von DICE und EA. Es gibt kein Statement zu einer vernünftigen Roadmap, die uns sagt, bis wann was geändert werden soll. Es gibt keine Entschuldigung, kein wir arbeiten irgendwas, sondern außer diesem komischen Rechtfertigungstweet, wo gesagt wird, lasst uns erstmal arbeiten und eure Anforderungen sind brutal, bla bla bla, haben wir im letzten Video schon besprochen, kam ja mal wieder gar nichts. Zumindest kann man jetzt sagen, dass Franchise Director Marcus Lehto, dem geht es vielleicht nicht komplett am vorbei. Der hat zumindest angekündigt, dass er das Game komplett scannen will, mit den Anforderungen gegenüberstellen will, sehen will, was da falsch gelaufen ist und das Ganze nach und nach in Ordnung bringen möchte. Leider muss man auch da sagen, dass das zum jetzigen Zeitpunkt halt auch nur, in Anführungszeichen, jetzt bitte wieder nicht falsch verstehen, aber leere Versprechungen sind. Da muss erstmal Fleisch dran, ob da wirklich was gemacht wird und dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, wie lang soll das dauern? Also bis wann reden wir da von einem Jahr, bis die Community dann glücklich sein könnte oder von welchem Zeitraum reden wir? Ja, es ist wirklich auch schwierig einzuschätzen, wie ich finde. Aktuell ist das Spiel ja immer noch in der Preseason und wird ja voraussichtlich im März in die Season 1 gehen. Da gibt es dann 1 bis 2 Karten, einen neuen Spezialisten, sehr wahrscheinlich neue Skins und maybe dann auch ein paar neue Waffen. Aber nichts Genaues weiß man nicht und wenn ihr mich fragt, ist das sowieso viel zu wenig und auch zu spät. Wenn Battlefield 2042 überhaupt noch irgendeine Erfolgschance haben sollte, da muss DICE und EA die Hosen jetzt runterlassen und die Community einbinden, wie es früher mal getan wurde, und zwar Communities Test-Server reaktivieren bzw. aktivieren, Playtests mit der Community durchführen, das EA Game Changer Programm wieder reaktivieren, die Community abholen, mitnehmen, zuhören, umsetzen, Feedback geben, weil ansonsten ist für mich die Gefahr dermaßen hoch, dass das überhaupt gar nichts mehr wird. Weil nach dem Desaster, wie Battlefield 2042 aktuell dasteht, wer soll nochmal einen Folgeteil kaufen? Wer soll das machen?
halte ich für absolut schwierig. Und jetzt muss man sagen, zum Beispiel auch ein COD hat absolut Probleme, da ist auch Hate in der Community oder Hate, ja. Sind sie auch nicht glücklich, mit Vanguard ist man nicht glücklich, mit Warzone, mit der neuen Map ist man nicht glücklich, aber zumindest sie entschuldigen sich, ja, sie hauen ein Statement raus, sie sagen, was bis wann geändert werden soll für beide Modi, für beide Karten und die Community fühlt sich zumindest nicht ignoriert, aber wir werden halt einfach im Moment ignoriert und wir können jetzt wieder dahin darben, ob da nochmal was Vernünftiges kommt oder nicht. Die Leute laufen zu alten Battlefield-Teilen oder wechseln komplett das Franchise, also ich weiß nicht, ob irgendwann da mal nochmal aufgewacht wird oder nicht. Auf jeden Fall ist es höchste Eisenbahn, sonst ist das Kind mal wirklich komplett in den Brunnen gefallen und dann bekommt man das auch nicht mehr raus. Das ist jetzt zumindest mal mein Statement bzw. meine Meinung, kombiniert mit den News, die ihr so die Woche über bekommen habt, vielleicht schon mitbekommen habt. Das eine oder andere habt ihr vielleicht noch nicht mitbekommen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein kurzes Feedback in die Kommentare ballert, was ihr von dem neuen Format haltet und dementsprechend würde ich sagen, bin ich für heute raus und as always, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.